Stau am Einlass zum Freiheitsmobile-Treffen. Ja, ne? Ja, genau. Pünktlich, ne? Ja, wir sind sogar vor der Zeit, oder? Ist das jetzt Einlass wäre normalerweise 12, ne? Aber das ist schon. Okay, ja, genau. Musstet ihr lange in der Schlange stehen? Nee, gar nicht. Das ging. Ja. Dieses kleine Armband. Anja, herzlich willkommen. Hendrik, hi. Ja, ich bin nur Mann. Ja, genau. Also das ist eigentlich unsere Fläche, aber wir müssen hier noch Tina und Marc. A little while later. Wir haben unser Camp auf dem Freiheitsmobile-Treffen bezogen mit unverbaubarer Aussicht. Jetzt werden wir dann erstmal Mittag essen, lecker Ramen und dann hoffen wir mal, dass es wieder aufhört zu regnen. Ansonsten drehen wir vielleicht mit dem Regenschirm eine kleine Runde übers Gelände schon mal. Im Regen unter der Markise. Jetzt erstmal leckere heiße Ramen. Das passende Essen zu dem Wetter. Das ist ja mal ein ganz altes Schätzchen hier. Das Freiheitsmobile-Treffen fand Ende Juli in Weißwampach in Luxemburg statt. Das Treffen wurde von Tascha und Patrick von Pataschas World 2018 ins Leben gerufen. Ihren Kanal verlinke ich hier auch. Im Gegensatz zu Abenteuer in Allrad oder auch dem Fernreisemobiltreffen ist es wesentlich übersichtlicher und man könnte sagen familiärer. Es gab auch ein Programm mit diversen Workshops und Vorträgen. Hier war Heike zum Beispiel auf einer Kräuterwanderung unterwegs. Es gab aber zum Beispiel auch einen Hip-Hop-Workshop und Yoga. Ich bin jetzt hier auf der Kräuterwanderung vom Freiheitsmobile-Treffen. Das war ein toller Workshop, den sie hier anbieten. Zweimal, also an 2 Tagen wird er angeboten. Und da sind wir jetzt gerade auf der wunderschönen Kräuterblumenwiese. Jetzt sammeln wir so, also ich kenne mich mit Kräutern ja überhaupt nicht aus. Wir sammeln hier jetzt Oregano zum Beispiel und Spitzwegerich, Breitwegerich. Und ich bin sehr gespannt, was alles wir hier nutzen können. Hier gibt es auch eine Pflanze, die ich normalerweise nicht so gerne hat oder die man nicht so gerne hat, die Brennnessel. Oder ich glaube, das ist ja auch bekannt, dass man aus der Brennnessel Tee machen kann. Und ich habe jetzt hier aber bei dem Kräuterworkshop
erfahren, dass man die auch, zum Beispiel die Samen kann man wohl auch essen und man kann sie auch verwenden, um Salz zu machen. Auch sehr interessant. Während Helge Kräuter suchen war, habe ich Andreas Eizünder-Workshop etwas filmisch begleitet. Er zeigt den Teilnehmern hier, wie man aus Sägespänen, Kerzenwachsresten und alten Eierkartons praktische Anzünder herstellt. Genau, auch gerne mit Handschuhen, wie ihr wollt. Ein bisschen gleichmäßig, dass ihr beide anfangen. So, und jetzt zum nächsten weitergehen. Zu deinem Mann. Wie gesagt, ihr könnt das Ding auch runterfallen lassen, wenn es dann euch zu heiß ist. Sägespäne und Box. Ich habe immer Holz gesägt für unseren Kaminofen. Und wenn man viel Holz sägt, dann fallen natürlich auch viele Späne an. Das sind nach so einem 3, 4, 5, 6 Kubikmeter Berg an Holzscheiten schon mal ein paar Schubkarren voll Späne. Die Späne habe ich mal mitgebracht, die sind da in dem Kaffeesack. Und mit einem Nachbarn zusammen, der Kerzenwachsreste aus einer Hamburger Kirche hatte, haben wir das dann zusammengemischt, haben die Eierkartons gefunden zum Abfüllen und haben uns da dann eben die Anzünder draus gemacht. So ist es entstanden. Und das schon seit ein paar Jahren verwende ich die für den Kaminofen. Inzwischen nicht mehr Kaminofen, weil den habe ich nicht mehr, sondern eben für Lagerfeuer und für solche Events jetzt. Ne? Ich habe versucht, die Eizünder zu verkaufen oder habe sie auch schon verkauft in einem Unverpacktladen, bin aber auf den Gedanken gekommen, das, was ich da tue, weiterzugeben, das Bewusstsein nochmal zu wecken bei euch, dass man nicht alles wegschmeißen muss. Dass die Kerzenwachsreste, klar, die kann ich in Müll tun und der Recyclinghof oder die Müllverbrennungsanlage freut sich. Juhu, endlich mal wieder was brennt. Aber vielleicht kann man damit noch ein bisschen was anfangen. Und das gleiche mit den Eierkartons. Dann mache ich hier mal ein bisschen das Schiff. Genau. Ihr seid so viele starke Frauen und Männer. Passt das doch. Kommt schon. Sag mal, hast du die gut? Hast du die Schokokross? Das ist ja ein richtiges Mousse. Das sieht nicht nur lecker aus, ich habe das schon probiert. Ja, noch ein bisschen? Nö, man sieht, da schwimmt noch sehr viel Wachs drauf. Ja, nein, runter. Das ist aber. Machst du schon ein bisschen auf und dann mit ein bisschen Druck. Nee, da hinten gleich. Handschuhe schmelzen. Wir standen ja in der Area der Camp & Work Community und Anja, die Gründerin von Camp & Work, hielt dann auch einen Vortrag über das Arbeiten im Camper auf der Bühne. Hallo, hallo, oder guten Nachmittag. Ich sehe, die sitzen schon fleißig da rum, also das sind Leute, die wollen was über Reisen und Arbeiten gleichzeitig erfahren. Das ist aber ein schwieriges Thema, ne? Arbeit unterwegs, geht sowas. Das weiß ich nicht so genau. Deshalb habe ich die nette Anja hier und die erzählt euch jetzt mal, wie man Arbeit und Reisen verbindet. Pitchen, wie auch immer, in die Community kommen, so einen ersten Schritt machen, wenn ihr das wirklich wollt. Am besten eben mit Leuten verbinden, die das schon machen und dann passiert vielleicht ganz viel. Vielleicht auch auf unseren Events. Hier trafen wir auch Gina und Markus von Two on the Go wieder, die wir im Frühling ja schon auf dem Parkplatz in Salamanca getroffen hatten. Und hier etwas Behind-the-Scenes-Material von den beiden. Ihren Kanal verlinke ich hier auch. Ein besonderer und sehr wichtiger Programmpunkt war der Film Mission to Mars von der gleichnamigen Initiative.
Anni und Alex waren mit ihrem Mission to Mars Mobil im Rahmen ihrer European Film Tour auf dem Treffen und zeigten ihren Film über ihre Expedition zu den Mooren Nord- und Südamerikas und ihre Geschichte, die mit einem Tinder-Date begann und aus dem Mission to Mars entstanden ist. Sie zeigen eindrucksvoll, welche wichtige Rolle Moore als größter CO2-Speicher weltweit im Kampf gegen den Klimawandel spielen und wie sie für die Renaturierung von Mooren und Feuchtgebieten arbeiten. Wenn ihr die Chance habt, den Film in einem Kino in eurer Nähe zu sehen, dann schaut ihn euch unbedingt an. Ihr könnt auch Kinos als Location auf der Webseite einreichen. Wir verlinken euch die Webseite unten in der Videobeschreibung. Das Schöne ist, wir sind gerade auf Filmtour. Wir hatten jetzt einen Monat Pause von der Filmtour. Wir waren schon in Paris, wir waren schon in Marseille, wir waren schon in Belgien, in Brüssel, im EU-Parlament, da haben wir den Film gezeigt. In Köln, Hamburg, also wir hatten schon viele Stationen und von hier aus fahren wir weiter und werden den Film noch sehr, sehr oft zeigen. Also es ist für uns ein sehr besonderer Ort. Wir hoffen, euch haben diese Eindrücke vom Freiheitsmobile-Treffen gefallen. Nächstes Jahr werden wir vermutlich nicht teilnehmen können, aber wenn sich mal wieder die Gelegenheit ergibt, kommen wir sehr gerne wieder. Mit diesen Eindrücken aus der Luft beenden wir das heutige Video. Wenn ihr uns helfen und motivieren möchtet, lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben, ein Abo und einen Kommentar da. Und bitte schaut bei Mission to Mars vorbei. Vielleicht könnt ihr diese großartige Initiative hier irgendwie unterstützen. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you.